und herzlich willkommen. In diesem Video demonstriere ich euch, was ihr beim Atemholen mitten im Musikstück anders machen könnt beim Blockflöte spielen, damit es noch musikalischer klingt. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Kleine Veränderung, große Wirkung. Darum geht es sozusagen in diesem Video. Ihr kennt das vielleicht, ihr möchtet euer Musikstück irgendwie schöner gestalten, besser gestalten, musikalisch schöner und seid noch nicht so recht zufrieden, wisst aber nicht, woran es genau liegen könnte. Ihr spielt alle Töne richtig und dennoch klingt es nicht so überzeugend. Dabei sind es ganz oft kleine Details, die ihr gerade so ein bisschen anders spielen könnt, wodurch ihr viel schöner gestaltet. Und ein Beispiel dafür sind eben die Atemstellen mitten im Stück. Genauer gesagt geht es um den letzten Ton vor eurem Atmen. Achtet mal drauf beim Spielen, ob ihr den letzten Ton, bevor ihr das Atemzeichen habt, nicht vielleicht zu kurz spielt, zu sehr abschneidet am Schluss, also sozusagen etwas stiefmütterlich behandelt. Es kann sein, dass ihr mit eurer musikalischen Aufmerksamkeit mehr dabei seid, dass ihr jetzt gleich atmen müsst, vielleicht sogar schnell plötzlich atmen müsst, als dass ihr noch zuhört, wie der Ton vor dem Atemzeichen eigentlich klingt. Und ihr könnt auch mal darauf achten, wenn ihr das mal testet, ob ihr überhaupt den Notenwert ganz ausspielt von dieser Note vor dem Atemzeichen. Das geht nämlich oft schief, dass man da nicht mal die Geduld hat, sozusagen, den richtig zu Ende zu spielen, beziehungsweise ja eben mit den Gedanken schon beim Weiterspielen ist. Also hört mal gut hin, wie diese letzte Note bei euch klingt. Schneidet ihr die ab mit so einem Düt, wo der Ton vielleicht am Schluss sogar noch mal ganz hoch wird, wenn man genau hinhört. Oder nehmt ihr euch die Zeit, den in Ruhe zu beenden, schön zu beenden, gerade, dass er nicht in die Höhe schießt. So, und damit habt ihr eigentlich den wichtigsten und wirksamsten Schritt bereits getan, denn ihr habt hingehört. Ihr habt hingehört, was eure Note vor dem Atemzeichen macht. Und wenn ihr euch das angewöhnt, dass ihr da immer gut hinhört, dann merkt ihr erstmal, wenn die nicht so schön klingt, und dann könnt ihr gegensteuern und sagen, so, ich spiele die ganz in Ruhe zu Ende, ich höre mir selbst noch zu, wie jemand, der von außen zuhören würde. Falls euch das nicht gelingt, euch selbst so detailliert zuzuhören, wenn ihr im Eifer des Gefechts seid im Stück, nehmt euch mal auf mit dem Handy und da kann man nämlich auch noch Überraschungen erleben, weil man es beim Spielen ganz anders wahrnimmt, als wenn man das nachher abhört. Und es ist meistens so, dass man mehr Zeit hat zum Atmen, als man denkt. Hektik ist also nicht gut für eure Gestaltung.
Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, ich habe hier ein schnelles Stück, da muss ich schnell einatmen, weil ich muss ja schnell weiter und ich muss auch ganz schön viel Luft einatmen für die Strecke danach. Ja, aber hier muss das Einatmen schnell sein und nicht die Note vorher. Also versucht das auseinanderzuhalten. Es bringt nichts, wenn ihr der letzten Note was wegnehmt und dann schnell einatmet, spielt sie zu Ende und atmet dann schnell ein. Dann ist es immer noch schnell genug. Ja, das ist es eigentlich auch schon. Testet es mal. Ihr werdet erstaunt sein, wie viel mehr Zeit ihr euch nehmen könnt, beziehungsweise wie viel mehr Aufmerksamkeit ihr der Note vor dem Atemzeichen schenken könnt und wie viel schöner sie klingt. Und dadurch wird euer gesamtes Spiel viel angenehmer zum Anhören und ihr werdet auch merken, dass euer Atem ruhiger fließt, weil ihr nicht immer diese Hektik reinbringt. Ich hoffe, dieser eine Tipp eigentlich, hilft euch und ich hoffe, dass ihr auch wirklich Unterschiede hören konntet jetzt hier im Video, aber dass ihr es auch selbst bei euch selbst merkt und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Schreibt mir mal wieder gerne in die Kommentare. Ich sage bis nächsten Freitag. Tschüss!